Hallo meine Lieben, ich hatte euch ja am Sonntag den Brother DX1350 gezeigt und da auch ein Projekt drin gezeigt, wo das Ganze nicht so wirklich funktioniert hat. Und zwar war das hier dieser Schirm, wie ihr den beplotten könnt. Und ich habe da auch gesagt, ich kläre da mal ab, was ich da genau falsch gemacht habe. Und ich hatte tatsächlich im Video auch schon die richtige Vermutung, nämlich, dass ich eine Folie verwendet habe für das Material, die dafür eigentlich gar nicht geeignet ist. Ich habe mich bei der Vorbereitung wirklich komplett auf den Plotter fokussiert und eigentlich gar nicht geguckt, wie ich die Folie verwenden muss und für was Materialien die geeignet ist. Da hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich habe mir jetzt das Ganze angeguckt und dann kann ich euch heute auch gleich die Folien mal zeigen, was für welche es gibt und wie ihr die verwenden könnt. Und diesmal gucken wir uns eben auch die Angaben des Herstellers oder des Anbieters an, weil das ist eigentlich das, was ich euch auch immer sage. Guckt auf der Webseite, was die sagen. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe es nachgeholt. Und mehr dazu seht ihr gleich nach dem Intro. Das Problem, was ich ja in meinem letzten Video hatte, war mit diesem Regenschirm, wo ich versucht habe, eine Folie aufzubringen. Und ich weiß, das geht eigentlich. Und da hatte ich ja so ein bisschen das Thema, dass dieser weiße Kleber quasi unten hervorgeguckt hat. Und es haftet, aber es ist halt nicht ganz so schön, wie ich das gerne hätte. Und ich habe mir natürlich angeguckt, was der Fehler war, und das war genau mein Fehler, nämlich, dass ich versucht habe, mit einer Folie auf das Material zu gehen, die nicht dafür gedacht ist. Und zwar habe ich da die Premium Flex verwendet und eigentlich geht das wesentlich besser mit der Speed Flex. Wir werden heute auch noch mal einen Schirm machen, wir werden auch ein paar andere Folien ausprobieren, aber zuerst wollte ich euch ein bisschen was zu den Folien sagen, weil diejenigen, die schon länger auf meinem Kanal dabei sind, die wissen, dass ich mit der Folie von Siser hauptsächlich arbeite, seit Jahren schon. Und ich finde es aber gar nicht mal so schlecht, ab und zu einfach mal was Neues auszuprobieren, um so ein bisschen die kreativen Muskeln zu stretchen. Und deshalb dachte ich mir, ich zeige euch heute mal eben diese Plottix-Folien, was es da alles gibt, weil ich war dann doch überrascht, als ich da ein bisschen Recherche gemacht habe, wie viele es eigentlich gibt und was es da an Farben und eben verschiedenen Materialien gibt. Und das wollte ich euch zeigen und dann gehen wir eben auch rein und machen ein paar Projekte mit den Folien. Gehen wir mal rein in die Aufbügelfolien. Und zwar habe ich hier verschiedene Folien aufgelistet, die ich gefunden habe, eben zum Aufbügeln. Das ist einerseits die Speed Flex, da werde ich euch heute zwei Projekte zeigen, eben der Schirm und ein Shirt. Und dann die Premium Flex, die Premium Flock, die Magic Flex, die Nylon Flex, die Micro Flex und die Design Flex. Und dann gibt es noch weitere, die zeige ich euch auch noch. Gehen wir mal rein in die Speed Flex. Das Spezielle an der Speed Flex ist, dass ihr eine geringe Presstemperatur und eine kürzere Presszeit habt. Und deshalb geht das eben auch wunderbar für solche Sachen wie der Schirm, was ich euch noch zeigen werde. Da gibt es verschiedene Varianten, die zeige ich euch gleich noch. Eine Variante ist zum Beispiel eine reflektierende, was zum Beispiel auch super ist für Rucksäcke von Kindern, dass man die erkennt. Und die ist auch für kleinere Motive geeignet. Jetzt von den Presstemperaturen, da könnt ihr entweder 5 Sekunden bei 130 Grad, 4 Sekunden bei 150 Grad oder 3 Sekunden bei 160 Grad. Die Reflective, bei der speziell, da solltet ihr die 5 Sekunden bei 130 Grad pressen und auf Baumwolle ca. 5 Sekunden bei 160 Grad.
Diesen warm abziehen. Bei Neon, Pastell und Reflective solltet ihr sie heiß abziehen. Das Ganze ist waschbar bis 60 Grad und ist geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe. Ich zeige euch jetzt noch diese unterschiedlichen Varianten. Die normale gibt es in 34 Farben, dann habt ihr Bright in 10 Farben, dann habt ihr Metallic in 6 Farben, es gibt Neon in 8 Farben, Pastell in 6 Farben und eben diese Reflective, die gibt es in 3 Farben. Ihr seht, ne, eine Variante der Folie, mehrere Möglichkeiten. Dann die Premium Flex. Die ist speziell, dass sie sehr dünn ist und einen weichen Griff hat. Und ich habe es auch gemerkt beim Entgittern, durch diese elastische Eigenschaft ist sie A, super geeignet für komplexe Designs und die lässt sich wirklich super gut entgittern auch. Pressen bei der 17 Sekunden bei 165 Grad. Die kann man heiß oder kalt abziehen, ist waschbar bis 60 Grad und ist geeignet für Baumwolle, Polyester oder Mischgewebe. Und da haben wir auch 2 Varianten. Es gibt von der quasi normalen 36 verschiedene Farben und bei Neon habt ihr noch 4 Farben. Dann die Premium Flock, das ist eine Flockfolie, dadurch ist sie samtig weich, hat eine hohe Elastizität und eben auch Deckkraft. Und bei der, die solltet ihr 15 bis 17 Sekunden bei 160 bis 170 Grad pressen. Die Neon ist ein bisschen speziell, die würdet ihr bei 15 Sekunden oder für 15 Sekunden bei 175 Grad pressen. Die ist ein Kaltabziehen, das heißt, ihr müsst es zuerst auskühlen lassen, bevor ihr die Folie abzieht. Waschbar auch die bei 60 Grad, wobei die Neon nur bei 40 Grad waschbar ist und mit der solltet ihr auch nicht in den Trockner gehen. Auch die geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe. Auch hier haben wir 2 Varianten, die normalen in 19 Farben und die Neon auch wieder in 4 Farben. Dann gibt es die Magic Flex, die hat einzigartige Effekte, weil sie so Muster auf der Folie hat. Die presst ihr bei ca. 17 Sekunden bei 165 Grad, ist eine, die ihr heiß abzieht, auch waschbar bis 60 Grad und auch die ist geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe. Und diese Farbeffekte, das sind dann solche mit Streifen, Farbverläufen, so solche Muster oder Farbeffekte. Dann gibt es die Nylon Flex. Die ist super geeignet für viel beschichtete Kunstfasertextilien. Ist speziell dafür entwickelt, bei niedrigen Temperaturen zu pressen. Das heißt, es ist auch schon fürs Textil. Die presst ihr für 15 Sekunden bei 115 Grad. Na, ihr seht also, das ist wesentlich tiefer als alle anderen Folien, die ich euch gezeigt habe. Die könnt ihr kalt abziehen, ist waschbar bis 40 Grad und ist geeignet eben für Nylon und andere beschichtete Textilien. Was heißt beschichtete, wasser- und schmutzabweisende Textilien, solche Sachen. Und die gibt es in 8 Farben. Dann haben wir die Microflock, die hat eine hohe Elastizität und Deckkraft, ist durch diese Mikrofaseroberfläche wirklich schön samtig weich und ist auch besonders geeignet für kleine Motive. Die presst ihr für 15 bis 17 Sekunden bei 160 bis 170 Grad. Auch die müsst ihr kalt abziehen, ist waschbar bis 60 Grad. Mit der solltet ihr allerdings nicht in den Trockner und die ist geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe. Und die gibt es in 6 Farben. Dann gibt es die Design Flex, die hat einen speziellen Effekt dadurch, dass ihr verschiedene Designs auf den Folien drauf habt. Das heißt, es sind wie bedruckte Folien quasi. Die presst ihr für 17 Sekunden bei 165 Grad, heiß oder kalt abziehen, ist waschbar bis 40 Grad und auch die ist geeignet für Baumwolle, Polyester und Mischgewebe. Und wenn ich von verschiedenen Designs spreche, das sind 12 verschiedene Designs.
hier seht ihr, was da zur Verfügung steht. Ich würde damit natürlich eher größere Sachen machen, damit das Muster dann auch wirklich sichtbar ist. Ne? Dann habe ich nebst denen, die ich euch gezeigt habe, habe ich noch weitere gefunden, die ich ganz spannend finde, nämlich zum Beispiel die Effekt Flex. Die hat so einen holographischen Effekt. Dann die Reflex, das ist eine stark reflektierende. Dann gibt es Puffy Flex, das ist eine 3D Flexfolie, die aufschäumend ist. Das heißt, wenn ihr die presst, dann schäumt die quasi ebenso auf und ist dann erhöht. Also ihr spürt es dann auch wesentlich auf dem Shirt drauf. Das hat einen ganz coolen Effekt. Dann Mirror Flex, die gibt es in Gold und Silber, eben Mirror, das heißt spiegelt quasi. Dann Metal Flex in Metallfarben. Dann gibt es eine Premium Flex Glow in the Dark. Das heißt, wenn ihr die aufbringt auf Shirt und damit ins Dunkle geht, die leuchtet im Dunkeln. Etwas ähnliches, die Premium Flex Disco, die leuchtet im Schwarzlicht. Dann gibt es eine Kreidetafel, wo ihr mit Kreidefarbe drauf schreiben könnt. Dann gibt es Glitterflex mit einer Glitteroptik. Es gibt eine Konturflex, finde ich auch ganz spannend. Da, wenn ihr das aufbügelt, dann entsteht ringsherum ein weißer Rand und dadurch gibt es eine 3D-Optik. Und dann gibt es noch eine Carbon Flex mit einer Carbon-Prägung. Also ihr seht, das hat ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten hier. Jetzt, wo findet ihr das Ganze? Ich werde euch den Link zur Seite unten dann reinmachen. Ihr könnt hier bei Plotterfolien auf Aufbügelfolien gehen. Und dann habt ihr hier die ganze Liste von denen, die ich euch jetzt aufgezählt habe. Plus dann habt ihr hier eben auch noch die Aufbügelfolien mit Effekt. Und da sind auch die, die ich euch gesagt habe, ne? Reflektierend. Sagen wir noch hier die Mirror Flex. Dann die Glow in the Dark. Ne? Findet ihr alle hier drin. Die Infos, die ich jetzt euch gegeben hatte, von wegen, was ihr wie pressen müsst, die findet ihr auch hier, ne? Wenn ihr auf eine Folie drauf geht. Dann habt ihr die ganzen Farben, die zur Verfügung stehen. Und ganz unten steht dann, ne, wie ihr die pressen müsst. Und es steht eigentlich bei allen Folien auch immer, dass ihr das Textil vorher 5 Sekunden heiß vorpressen sollt. Dann, dass ihr ein Backtrennpapier oder eine Anti-Haftfolie zwischen das Motiv und die Transferpresse legen sollt und zum Waschen und Bügeln, dass ihr das links herum dreht. Was ihr hier jeweils auch immer findet, ist die Messereinstellung. Ich habe die Motive, die ich vorbereitet habe ich schon mit dem DX-Plotter geschnitten. Da habe ich ein Automesser, hat wunderbar funktioniert. Wenn ihr Brother CM-Serie habt, dann Messer auf eine 1 einstellen, Druck auf 0. Bei der Silhouette auf eine 2 einstellen, Anpressdruck auf 8. Was ich jetzt gerade sehe, Cricut ist nicht vertreten. Ne? Ja, aber per se ist es eigentlich so, dass ihr wie mit allen Materialien, ne, wenn ihr das zum ersten Mal plottet, solltet ihr sowieso Testschnitte machen, auch wenn es hier steht, wie es geschnitten werden soll oder auch wenn es das Automatikmesser ist. Macht zuerst immer Testschnitte, dann seht ihr auch, ob es funktioniert hat und dann verliert ihr nicht riesig viel Material, wenn es mal nicht klappen sollte. Ne? Dann könnt ihr es noch einstellen und es nochmal testen. Das war das, was ich euch hier zeigen wollte. Also ihr seht ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo man seine Kreativität mal wieder freien Lauf lassen kann und einfach mal Sachen ausprobieren.
Jetzt habe ich hier schon Designs vorbereitet, die ich jetzt dann alle pressen werde, damit ihr das auch mal seht, wie das aussieht. Und ich habe die Designs aus dem Silhouette Store. Wenn ihr das nicht kennt, dass ihr aus dem Silhouette Store oder aus dem Silhouette Studio SVG-Dateien exportieren könnt und die auch mit anderen Plottern verwenden könnt, als nur mit den Silhouette-Plottern. Das habe ich schon mal gezeigt, da verlinke ich euch das Video oben. Aber eben wie gesagt, die sind alle aus dem Silhouette Store. Was ich euch zeigen werde, ist hier, das ist die Speed Flex, die hier. Dann auch auf dem Schirm verwende ich dieses Mal eben eine Speed Flex. Dann habe ich die Premium Flex. Dann habe ich die Design Flex. Die hat hier so ein Muster drauf. Dann habe ich die Metall Flex und dann habe ich noch die Premium Flock Folie. Das sind die 6 Sachen, die ich pressen werde. Und eben wie gesagt, ich folge jetzt einfach den Anweisungen quasi, die auf der Internetseite stehen. Den Schirm mache ich am Schluss, da brauche ich ein bisschen anderen Platz. Die erste, die Speed Flex, da habe ich Single, Taken, Busy Crafting. Ne? Ich bin Single, ich bin vergeben oder ne, ich bin beschäftigt mit Basteln. Finde ich einen ganz coolen Spruch. Und dann habe ich noch so ein zusätzliches Herzchen ausgeschnitten und das kommt hier drauf. Ihr könnt das in zweimal pressen, aber ich fand, es war jetzt so klein, dass das hat hier wunderbar Platz. Deshalb habe ich hier einfach kurz die Folie auch ausgeschnitten. Dann kann ich das alles in einmal pressen. Aber zuerst, was ich jeweils mache, ist, dass ich die Folie quasi in der Hälfte knicke, oben und unten, damit ich weiß, wo die Hälfte ist oder die Mitte ist. Dann geht es darum, das Shirt vorzupressen, eben für 5 Sekunden. Und ich habe die Heatpress eingestellt auf 4 Sekunden bei 150 Grad. Was ich jeweils noch mache, ist, dass ich das, wenn ich die 5 Sekunden Vorpressen gemacht habe, halbiere ich das Shirt und presse das kurz an, damit ich hier auch eine Linie drauf habe und sehe, wo die Mitte des Shirts ist. Dann kann ich mein Design ein bisschen besser platzieren. Und dann habe ich natürlich noch ein Stück Backtrennpapier, um das da jeweils dazwischen zu legen. So, meine Heatpress ist schon warm. Jetzt kann ich das kurz vorpressen, 5 Sekunden. Ich ziehe da einfach im Kopf. Das war's schon. Jetzt falte ich das eben kurz in der Mitte und gehe da nur leicht auf und gehe hier nur ganz kurz leicht drauf. Reicht eigentlich schon. Und jetzt kann ich mein Design für 3 Finger. Hier ist die Mittellinie. Hier habe ich diese Einkerbung gemacht. Dann kann ich das wunderbar da hinlegen. Dann sollte das eigentlich gerade sein. Jetzt haben wir noch das kleine Herz, ne? Backpapier drauf und für 4 Sekunden bei 150 Grad pressen. Mein Test ist immer so ein bisschen, sehe ich die Struktur vom T-Shirt durch. Ich bin ein bisschen kritisch, aber das ist nicht nur mit dieser Folie so. Ich mache das auch mit der Sisa-Folie. Ich presse das immer noch mal ein zweites Mal nach. Wenn ich die Abdeckfolie, die Trägerfolie gelöst habe, presse ich das einfach noch mal mit derselben Temperatur und selben Dauer. Dann haben wir schon unser erstes T-Shirt. Single Taken Busy Crafting. Finde ich cool.
Die nächste Folie, die ich habe, ist die Premium Flex. Die müsst ihr bei 17 Sekunden bei 165 Grad pressen. Und die ist heiß oder kalt abziehen. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. Also bei der würde ich wirklich ein paar Mal drüber und eben die steht zwar kalt oder warm abziehen. Ich würde sie kalt abziehen, habe ich gemerkt, funktioniert besser. Das ist die Premium Flex und ich finde das Design so cool. Ne? Ich bin ein Bastler. Was ist deine Superkraft? Ne? Von wegen, meine ist es Basteln. Finde ich ganz cool. Dann nehmen wir als nächstes die Premium Flock Folie. Die habe ich in weiß, deshalb wollte ich hier auf ein farbiges Shirt drauf gehen. Wobei ich finde es eigentlich auch ganz cool, der Effekt, ne, wenn man Ton in Ton geht. Weil die Flockfolie kennt man ja so oder so, weil die so fast ein bisschen 3D-Effekt hat. Aber na, ich wollte jetzt hier weiß auf diesem Türkis haben. Die presse ich für 17 Sekunden bei 170 Grad und die ist dann ein Kaltabziehen. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Sieht das cool aus oder sieht das cool aus? Kaffee, basteln, schlafen, wiederholen. Und einfach, dass ihr das seht, ne? Die hat jetzt wirklich so einen 3D-Effekt. Das heißt, ihr spürt die auch wirklich, wenn sie drauf ist. Sieht wirklich Hammer aus. Dann als nächstes habe ich eine Design Flex, die eben hier so ein Muster drauf hat. Und die presst ihr bei 17 Sekunden für 165 Grad. Und die könnt ihr heiß oder kalt abziehen. Und hier, ne, it's not hoarding when it's crafting supplies. Ne, von wegen, es ist nicht horten, wenn es Bastelwerkzeuge oder Tools sind. Ne? Ich kann das nur unterschreiben. Gilt bei mir auf jeden Fall. Das war dieses T-Shirt. Und jetzt kommt noch das letzte T-Shirt. Und da habe ich eine Metal Flex. Und die müssen wir bei 170 Grad für 20 Sekunden pressen und diesen kalt abziehen. So, und dann haben wir hier, das Crafting is cheaper than therapy. Ne, von wegen, Basteln ist immer noch billiger als in Therapie zu gehen. Ne? Und die hat eben so diesen Metall-Effekt. Fast ein bisschen Vintage, finde ich auch ganz cool. Die wirklich langsam abziehen, schön vorsichtig abziehen. Die ist ein bisschen heikel zum Abziehen. Aber eigentlich wie bei allen Shirts, ne, wenn es auf Anhieb nicht funktioniert, presst es einfach nochmal, ne, wenn ihr versucht, also die Schutzfolie immer schön langsam abziehen
Und dann, wenn ihr merkt, es kommt was mit, dann legt ihr es nochmal drauf und presst es einfach nochmal. Manchmal hilft es eben auch, wenn ihr es von der Rückseite auch nochmal presst. Und bei denen, wo steht kalt abziehen, würde ich wirklich das Shirt kalt, also abkühlen lassen und das dann, wenn ihr das Gefühl habt, es ist noch nicht richtig gut drauf, dann könnt ihr das immer noch, natürlich immer mit dem Backtrennpapier drauf, ne? Und dann nochmal pressen. Das ist eine Möglichkeit. Einfach, ne? Nicht immer sofort aufgeben, sondern einfach gucken, ne? Was muss ich machen, dass es funktioniert. So, jetzt hatte ich ja hier noch meinen Schirm und da habe ich einen ganz coolen Spruch einerseits. Muss ich kurz gucken, dass ich die richtige Folie erwische. Das ist eine Speedflex und zwar ist es eine Bright. Und da haben wir 5 Sekunden bei 130, 4 bei 150 und 3 bei 160. Von dem her werde ich da die goldene Mitte nehmen und 4 Sekunden bei 150 Grad pressen. Ich kann euch das nicht zeigen, ich mache es kurz außerhalb der Kamera, weil ich werde den Schirm aufspannen, den quasi über die Ecke meines Tisches legen, drunter natürlich das Hitzekissen und dann den Spruch hier auf einer dieser Seiten zwischen den beiden Metallstäbchen pressen. So, und das habe ich gemacht und das sieht wirklich Hammer aus. Ne, es ist dezent, dadurch, dass ich nicht eine extrem helle Farbe auf dieses Filett genommen habe, aber na, die schimmert extrem cool und ich finde den Spruch auch Hammer, ne? Von wegen, im Leben geht es nicht darum, darauf zu warten, dass der Sturm vorbeigeht, sondern zu lernen, im Regen zu tanzen. Finde ich ganz cool. Und somit haben wir hier auch einen Schirm beplottet. Ich habe das, vielleicht um euch das auch noch zu sagen, eben ich habe es über die Kante vom Tisch gelegt, dann die Folie drauf, drunter eben das Kissen, dann Backtrennpapier drüber, dann eben mit der Heat Press drauf für 4 Sekunden bei 150 Grad. Dann habe ich die Trägerfolie abgelöst und dann habe ich es nochmal gepresst. Genau die gleiche Zeit, natürlich auch das Backtrennpapier drauf, aber eben mit der hat das jetzt wunderbar funktioniert. Das heißt, so könnt ihr mit dieser Speedflex eben wunderbar auch Schirme beplotten. Und das sieht wirklich Hammer aus. Na, das war das Projekt. Und das war tatsächlich auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Einfach mal ein paar Beispiele, dass ihr seht, wie das funktioniert, ne? Auf was ihr achten müsst, so ein paar Tipps und Tricks, wenn es nicht gleich auf Anhieb funktioniert. Und auch so ein paar Designideen, ne? Von wegen Bastler. Gibt es hier wirklich super coole Sprüche. Jetzt heißt es, dass ich nur noch mit diesen Aufbügelfolien arbeiten werde? Nein, natürlich nicht, weil eben, wie gesagt, ich arbeite mit den Caesar-Folien, seit ich mit dem Plotten angefangen habe vor ein paar Jahren und ich war damit immer super zufrieden. Von dem her gibt es für mich keinen Grund zu wechseln, aber was ich halt cool finde, wenn man eben mal wieder was Neues ausprobiert und das testet und da dann guckt, ne, vielleicht passt es auch besser für euch. Oder vielleicht lernt ihr dabei auch wieder etwas Neues. Oder vielleicht habt ihr irgendeine Art von Folie hier dabei, die ihr da nicht kriegt mit der Folie, wo ihr normalerweise arbeitet. Ne? Alles Möglichkeiten. Ich würde sagen, ne, ausprobieren auf jeden Fall. Und dann könnt ihr gucken, ob das für euch stimmt oder nicht. Ich wollte es euch einfach zeigen und eben auch zeigen, dass ihr hier super viele Möglichkeiten habt und eben noch die Korrektur von wegen, doch man kann auf einen Schirm das aufpressen, wenn man die richtige Folie verwendet. So, das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Ganze war hilfreich für euch und natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!